The main topic of the WordCamp is anti-fascism. Over this intense period of time, we have been holding up these discussions about the importance of fighting against fascism and about remembering the victims of the Second World War, because we do not want anything like the fascist era to happen again. Back at that time, there were millions of innocent people who were murdered, and that took place within a harsh dictatorship that did not contemplate the idea of human rights after all. Today, there are still a few extreme right-wing political parties with a strong presence in some European countries. Actually, it seems that they are gaining some power in the present moment. This is a really worrying issue for us, as we seek to disregard any fascist ideologies against group minorities, immigrants, or homosexuals, among other groups. It's true that there are a lot of inequalities in our present world, and so we need to be helpful with those people who are in need. Tolerance plays an essential role in our current lives. We therefore need to be respectful with other people, other points of view, and other lifestyles. This is the only way inequalities can be fought against. And now you will probably be asking yourselves, why are we here? Well, we believe in the importance of remembering the victims of fascism so nothing similar can happen again in the future. As the last part of our volunteering project, we created some colorful flowers, which include some quotes by relevant authors and by some survivors of the Holocaust. We thought this was a nice and respectful gesture for the victims and their families, who will always be in our minds. Please feel free to walk around and have a look at them. It is time to reflect. It is time to react. Thank you. Now my colleague is going to give out the speech in German. Also nun auf Deutsch. Guten Nachmittag. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Vorerst möchten wir uns vorstellen. Wir sind eine Gruppe Freiwilliger aus unterschiedlichen Ländern und nahmen die letzten 2 Wochen an einem WordCamp des SCI in Heideroth teil. Das Hauptthema dieses WordCamps war Antifaschismus. Innerhalb dieser Zeit haben wir viel diskutiert über die Wichtigkeit, faschistischem Gedankengut entgegenzutreten und den Opfern zu gedenken, gerade weil wir wollen, dass so etwas nie wieder geschehen kann. Innerhalb dieser Diktatur wurden Millionen unschuldiger Menschen verfolgt und ermordet. Menschliches Leben, geschweige denn ihre Rechte, galten nichts. Aber die Ideologien, die dazu führten, sind in Europa teilweise immer noch vertreten. Gerade in Form der Parteien der radikalen Rechten, welche in fast allen Ländern der EU zurzeit mehr und mehr Unterstützung gewinnen. Wir halten diese Parteien befürwortete Diskriminierung von Minderheiten, Migranten, Homosexuellen und anderen Gruppen für äußerst besorgniserregend. Es ist nicht zu leugnen, dass viele Probleme und Ungerechtigkeit bestehen. Aber auch deswegen gilt es genau, jenen Menschen zu helfen, die davon betroffen sind. Toleranz sollte eine essentielle Rolle in unserem Leben spielen. Wir sollten versuchen, anderen Menschen, Ansichten und Lebensweisen respektvoll zu begegnen. Nur so lässt sich der bestehenden Ungerechtigkeit etwas entgegensetzen. Warum wir hier sind? Nun, weil wir glauben, dass den Opfern und ihren Leiden zu gedenken uns alle mahnt, Ähnliches nicht zuzulassen. Als Abschluss unseres Freiwilligenprojekts haben wir hier um das Denkmal an die Opfer einige Blumen angebracht. Auf diesen stehen Zitate von Opfern, Intellektuellen und Überlebenden. Nicht nur damit ihre Stimmen gehört werden, sondern auch als eine Geste des Respekts an die Betroffenen und ihre Angehörigen. In Gedanken sind wir bei ihnen. Sie können sich die Blumen gerne gleich genauer angucken oder mit uns ins Gespräch kommen. Es liegt an uns, etwas zu verändern. Dankeschön. We would also like to read out a poem by Primo Levi. It is entitled, If This Is a Man, and we find this poem really connected to our ideas and really powerful. You who live safe in your home, in your warm houses, you who find warm food and friendly faces when you return home, consider if this is a man who works in mud, who knows no peace, who fights for a crust of bread, who dies by our yes or no. Consider if this is a woman without hair, without name,
without the strength to remember. Empty are her eyes, cold her womb, like a frog in the winter. Never forget that this has happened. Never forget these words. Engrave them in your hearts when at home or in the street, when lying down, when getting up. Repeat them to your children, or may your houses be destroyed. May illness strike you down. May your offspring turn their faces from you. Und hier auch das nochmal auf Deutsch. Ist das ein Mensch? Ihr, die ihr gesichert lebt, in behaglicher Wohnung, ihr, die ihr abends beim Heimkehren warme Speisen findet und vertraute Gesichter, denkt, ob dies ein Mann sei, der schuftet im Schlamm, der Frieden nicht kennt, der kämpft um ein halbes Brot, der stirbt auf ein Ja oder Nein. Denkt, ob dies eine Frau sei, die kein Haar mehr hat und keinen Namen, die zum Erinnern keine Kraft mehr hat, leer die Augen und kalt ihr Schoß. Wie im Winter die Kröte. Denkt, dass solches gewesen. Es sollen sein, diese Worte in eurem Herzen. Ihr sollt über sie sinnen, wenn ihr sitzt, in einem Haus, wenn ihr geht auf euren Wegen, wenn ihr euch niederlegt und wenn ihr aufsteht. Ihr sollt sie schärfen euren Kindern oder eure Wohnstätte sollen